Das verlassene Herrenhaus. Der 16-jährige Lukas und seine 3 besten Freunde, Max, Jonas und Anna, waren neugierige Jugendliche, die sich nicht von Schauergeschichten abschrecken ließen. In ihrem Dorf kursierte eine unheimliche Legende. Tief im Wald sollte ein verlassenes Herrenhaus stehen, dessen Türen niemals ohne Grund geöffnet werden dürften. Wer hineinging, kam nie wieder heraus. Eines Freitagabends beschlossen sie, die Wahrheit herauszufinden. Mit Taschenlampen, ein paar Snacks und einer alten Karte, die Lukas, Großvater, hinterlassen hatte, machten sie sich auf den Weg. Auf der Karte war das Herrenhaus eingezeichnet, zusammen mit einer seltsamen Notiz. Um zu entkommen, musst du dich deiner Vergangenheit stellen. Der Weg durch den Wald war dunkel und unheimlich. Die Äste der Bäume knackten, und der Wind heulte wie ein geisterhafter Chor. Schließlich erreichten sie das Herrenhaus. Es war alt, riesig und von einer seltsamen Atmosphäre umgeben. Die Eingangstür war von einem rostigen Schloss versperrt, doch mit etwas Kraft konnten sie es aufbrechen. Als sie das Haus betraten, umfing sie eine eisige Kälte. Die Dielen knarrten unter ihren Füßen, und die Bilder an den Wänden schienen ihnen nachzusehen. Max entdeckte seltsame Symbole an der Wand. Lukas erkannte, dass diese Symbole einer Art Rätselkarte ähnelten, genau wie auf der Karte seines Großvaters. Plötzlich fiel die Eingangstür mit einem lauten Knall ins Schloss, und sie waren gefangen. Panik breitete sich aus, doch dann ertönte eine alte Spieluhr, die wie von Geisterhand in Gang gesetzt wurde. Sie spielte eine düstere Melodie, die durch die Hallen des Hauses hallte. Neben der Spieluhr fanden sie einen Zettel. Niemand verschwindet hier grundlos. Jeder, der dieses Haus betritt, muss sich seinen eigenen Geheimnissen stellen. Wer seine Sünden nicht gesteht, bleibt für immer hier. Die Freunde sahen sich erschrocken an. Es war, als ob das Haus von ihren innersten Gedanken wusste. Lukas schluckte und machte den ersten Schritt. Ich habe jemanden zu Unrecht beschuldigt, etwas gestohlen zu haben. Max gestand, dass er bei einer wichtigen Prüfung geschummelt hatte. Jonas gab zu, dass er seinem kleinen Bruder absichtlich die Schuld für etwas gegeben hatte, was er selbst getan hatte. Schließlich sagte Anna mit leiser Stimme: Ich habe gelogen, um jemandem bloßzustellen. In dem Moment, als das letzte Geständnis ausgesprochen wurde, öffneten sich nicht nur die Türen des Hauses, sondern ein großes Gemälde an der Wand begann sich zu bewegen. Es zeigte eine Familie, eine Mutter, einen Vater und ein Kind. Die Gesichter der Personen auf dem Bild wirkten traurig und gequält. Plötzlich hörten die Freunde eine Stimme, die scheinbar aus dem Gemälde kam. Wir sind die Familie Winter. Vor 100 Jahren haben wir dieses Haus gebaut, doch unser eigenes Misstrauen und unsere Lügen zerstörten uns. Dieses Haus wurde unser Fluch. Alle, die hierher kommen, tragen die Bürde, unsere Fehler zu wiederholen. Doch ihr habt euch euren Geheimnissen gestellt. Ihr habt den Fluch gebrochen. Das Gemälde begann zu verblassen, und die Familie verschwand langsam in einem warmen Licht. Lukas verstand, dass sein Großvater von dem Fluch gewusst haben musste und deshalb die Karte hinterlassen hatte. Die Freunde fanden schließlich eine verborgene Truhe, in der ein alter Schlüssel lag. Damit öffneten sie die Eingangstür und traten hinaus in die Freiheit. Als sie den Waldrand erreichten und sich umdrehten, war das Herrenhaus verschwunden, als hätte es nie existiert. Doch Lukas entdeckte in seiner Tasche einen neuen Zettel. Ihr habt uns befreit, doch erinnert euch immer, Wahrheit ist der einzige Weg zur Erlösung. Die Freunde gingen schweigend nach Hause, doch sie wussten, dass sie nicht nur ein Haus, sondern auch die Geister einer verlorenen Familie von ihrem Leid befreit hatten.